Hallo ihr Lieben! Auf meinem Blog funkelfaden.de gibt es seit 2013 eine Anleitung zum Stirnbandnähen. Und diese Anleitung wird gerade in den letzten Wochen super oft aufgerufen. So ein Stirnband ist natürlich ein absolutes Anfängerprojekt und ich denke mal, viele von euch haben vielleicht zu Weihnachten eine Nähmaschine geschenkt bekommen und suchen jetzt nach den ersten Nähprojekten, die nicht sonderlich schwer sind. Das Problem an meiner Anleitung von 2013 ist aber vielleicht, dass sie noch nicht mal Fotos hat. Das heißt, die Anleitung zum Stirnbandnähen ist nicht wirklich einfach nachvollziehbar und ich bekomme wöchentlich mehrere E-Mails, in denen gefragt wird, wie man dann nun so ein Stirnband nähen kann. Deshalb habe ich euch jetzt nochmal eine neue Anleitung erstellt, in der ihr ganz einfach seht, wie ihr so ein Stirnband selber nähen könnt. Wie gesagt, ein absolutes Anfängerprojekt, aber immer noch super beliebt. Und deshalb dieses kleine Update hier. Nun lass uns also das Stirnband nähen. Hier kannst du unterschiedliche Stoffe verwenden, zum Beispiel Sweat, Fleece, Jersey, aber auch Reststoffe, zum Beispiel Strickstoffe, Reste von alten Pullovern. Die Auswahl an Stoffmöglichkeiten ist da wirklich riesig. Wichtig ist nur, dass der Stoff einen Stretch-Anteil besitzt, das heißt dehnbar ist. Jetzt solltest du einmal deinen Kopfumfang messen und dementsprechend den Stoff zuschneiden. Du brauchst einen Streifen, der deinem Kopfumfang plus 1 cm entspricht. Ich habe hier jetzt einen Kopfumfang von 52 cm und schneide dementsprechend 53 cm in der Länge zu. Die 53 cm sind auch der Bereich, der dehnbar ist. Das heißt, in Richtung der 53 cm ist dein Stoff dehnbar. In der Höhe ist der Stoff 18 cm hoch. Hier kannst du natürlich variieren. Mit einer Höhe von 18 cm erhältst du ein relativ breites Stirnband. Solltest du einen anderen Kopfumfang haben als 52 cm, nutzt du halt diesen und rechnest 1 cm Nahtzugabe hinzu. Kleiner Tipp, ich messe dabei natürlich an der Stelle, an der das Stirnband liegen sollte. Der durchschnittliche Kopfumfang liegt wohl so bei 55 cm. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, ob ich dafür hier an der richtigen Stelle gemessen habe. Also am besten einmal nachmessen, Maßband um den Kopf legen und plus 1 cm rechnen. Hast du deinen Stoffstreifen ausgeschnitten, legst du ihn rechts auf rechts, also mit der schönen Seite nach innen zusammen. Stecke ihn am Rand zusammen und nun wird der Stoffstreifen auch zusammen genäht, und zwar dort, wo er zusammen gesteckt ist. Mit einer geraden Naht nähst du einmal hier entlang. Jetzt wendest du den Stoffstreifen. So sollte das nun aussehen. Nun ziehst du die eine Seite des Stoffstreifens wieder über die andere, sodass der farbige Stoff innen liegt. Die beiden Kanten des Stoffes liegen aufeinander. Stecke dies nun zusammen. Ebenfalls mit einem Geradstich nähst du jetzt diese runde Öffnung zu. Achte dabei aber darauf, dass du eine Wendeöffnung von etwa 3 cm behältst. Das heißt, an dieser Stelle wird der Stoff nicht zusammengenäht. Nach dem Nähen kannst du das Stirnband nun durch die Öffnung wenden. Es bleibt nur noch diese kleine Öffnung hier, die du mit Nadel und Faden und dem Matratzenstich schließen kannst. Dafür nutzt du Nadel und Faden. Stich von innen in deinen Stoff ein, gehe nun immer ein kleines Stück in deinem Stoff voran und steche dann auf der anderen Seite ein. So gehst du vor, bis deine Öffnung geschlossen ist. Vernähe nun den Faden mit einigen Stichen. Und schon ist dein Stirnband fertig. Wenn du alternativ lieber ein Stirnband nähen möchtest, das in der Mitte durch einen Ring gerafft wird, ist dies ebenfalls sehr einfach.
Dafür spulen wir jetzt noch einmal zurück und gehen an den Punkt, wo du das Stirnband gewendet hast. Schneide dir zusätzlich einen Streifen von 4 cm x 10 cm zu. Ich habe ihn hier in weiß zugeschnitten. Schlage diesen Streifen rechts auf rechts zusammen und nähe ihn zusammen. Wende nun diesen Streifen. Nach dem Wenden schlägst du den Streifen an einer Seite ein, schiebst die andere Seite hinein und schließt den Streifen mit ein paar Stichen zu einem Ring. Diesen Ring schiebst du nun über dein gewendetes Stirnband. Ab dieser Stelle kannst du das Stirnband, wie eben erklärt, dann wieder zusammennähen. Nach dem Wenden und Schließen der Wendeöffnung kannst du den kleinen Ring dann auch genau über deine Naht ziehen und mit ein paar Stichen befestigen. So hast du dann auch keine störende Naht mehr an deinem Stirnband. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser kleinen Nähanleitung. Und wenn du fertig mit deinem Stirnband bist, so ein Schal ist mindestens genauso einfach zu nähen. Eigentlich wird er ja genauso genäht. Hier habe ich 60 x 30 cm. Hier habe ich 60 x 30 cm, verwende zweilagig. Eine komplette Nähanleitung findest du dafür aber auch nochmal hier bei Funkelfaden. Hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar und erzähle mal, was dein allererstes Nähprojekt war. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das Video likest, den Kanal abonnierst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann!